Audax Randonneurs Alemannia, das 600 Kilometer Brevet 2024 zum Legoland Billund in Dänemark, 620 Kilometer in einem Stück fahren, einmal um die südliche Kimbrische Halbinsel in Dänemark, 30 Stunden lang, Gruppe fahren, bei Tag und bei Nacht, komm mit, sei dabei, Faszination Brevet fahren in der Königsklasse, das ist Audax. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer. Willkommen zum dritten Teil. In Teil 1 und 2 sind wir ja von Kiel über Flensburg nach Jelsminde die ersten 200 Kilometer gefahren. Und im dritten Teil geht's nun in die dunkle Nacht hinein. Wir fahren bis nach Billund zum Legoland und fahren dann weiter Richtung Westen bis nach Esbjerg. Das war jetzt also der Checkpoint Nummer 2. Einmal Briefkästen zählen. Direkt am Wasser hier. Nur konnte man da nicht so doll sehen. Aber bei Tag bestimmt eine sehr idyllische Stelle. Jetzt haben wir 2 Uhr nachts. Ich habe mir doch noch mal ein Vlies angezogen. Ich hoffe, es wird nicht zu viel gerast, dass ich da ins Schwitzen komme. Aber ich tippe mal, das wird dann noch mal ein paar Grad kälter werden. Vor allen Dingen in den Tälern. So ein bisschen Berg und Tal gibt es hier die ganze Zeit. Ja. Man sieht nur die Lichter auf der Kamera bestimmt. Ja, ich mache mal Lichter. Und wir fahren doch die meiste Zeit so doch recht still jetzt. Ist auch zu sehen, in der Nacht fährt denn jeder vor sich hin. Und genießt die Fahrt in der Nacht. Hofft nicht zu frieren. Und dann freuen wir uns auf den Sonnenaufgang. Weiß nicht, so lange wird das nicht dauern, vielleicht 3 Stunden. Ich denke mal, um 5 ist die Sonne wieder da. Es ist einfach traumhaft schön. So 200 Kilometer in den Beinen und trotzdem rasch dann durch die Nacht zu rauschen. So, eben haben wir jetzt einen riesen Berg hochgekämpft. Hätte gar nicht gedacht, dass Dänemark so einen Anstieg hat. So lang. Und eine kleine Gruppe ist abgehauen. Mal gucken, ob wir die wieder einholen. Und so rauschen wir ganz allein durch diese stockdunkle Nacht über die Straßen von Dänemark. Also macht einer Tempo und alles geht hinterher.
Wir sind jetzt im Kohlding. Ich tippe mal auf 1:30 oder was haben wir? Ne, wir haben ja schon 2:30. Also 2:30, 206 Kilometer. Und in 40 Kilometer kommt ja schon das Legoland. Mitten in der Nacht sind wir dann da. Oh, der Rest ist abgerissen. Kalt ist es jetzt. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 3 Uhr und saßen bestimmt eben Viertelstunde oder 20 Minuten hier in der Tankstelle rum. Einige haben noch mal was gegessen, einige haben ja nichts mit. Kaufen sich dann immer irgendwas. Ja, dann müssen wir uns erstmal warm fahren. Oder ich zumindest. Also mitten in Kohlding. Es geht weiter. Ja, diese kleine Uhr da, die muss ich dann immer laden, weil so viele Stunden hält die dann doch nicht durch. So, nur wieder starten. Wir haben jetzt 3:30 und die Sonne, oder zumindest die Dämmerung, dann ist schon wieder deutlich zu sehen. Und so langsam kommt immer mehr der Moment, wo man sich wirklich zum Essen überreden muss. Weil so nachts hat da eigentlich kaum ein Mensch Hunger. So spät zumindest in der Nacht. Da hinten sieht man ein paar Lichter. Und in 23 Kilometer erreichen wir das Legoland. Das wird ja dann schon ein bisschen heller sein, dass man ein bisschen was sieht. Wir haben noch Weihnachtsbeleuchtung. Und da ging es wieder schön steil den Berg runter. Da habe ich mal nur zum Schluss gefilmt und als wir unten ankamen, merkte ich, oh, da müssen wir wieder ordentlich hoch. Das heißt, da wieder langsam den Berg hochkrabbeln. Oh, jetzt wieder alles hoch. So, in 5 Kilometern haben wir das Legoland erreicht. Auf der Karte ist es schon zu sehen. Kurz nach 4 haben wir Vögel erwachen, alles zwitschert hier so schön. Und die Sonne kommt auch mal so ein bisschen höher. Ja, aber die Gruppe wird immer kleiner. Also hinter mir sind nicht mehr so viele. Aber ich tippe mal, beim Legoland, da machen alle ein bisschen Pause und dass wir uns da wieder sammeln.
wird hier ruckzuck hell. Zu Hause schlafen noch alle tief und fest. Wir haben jetzt knappe 250. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ein schönes Sonnenleuchten, einen tollen Sonnenaufgang. Die Lampen könnte man fast ausmachen. Die Nacht war wirklich spürbar kurz, also so 11 bis kurz vor 12 konnte man ja mal noch dieses leuchtende Band am Horizont sehen. Und es waren ja dann wirklich nur so 4,5 Stunden, die wir diese stockdunkle Nacht hatten. Und dann wurde es recht früh wieder heller und heller. Wir waren aber dann doch schon ganz schön erledigt, merkte man auch die Gespräche, die verstummten. Jeder fuhr so in seinem Trott und wir hatten dann eine Reihe lange Zeit. Gerade wenn es dann flach war wie hier. Ja, und da geht die Sonne langsam hoch. Und nach Bellund laut Karte müsste das hier gleich kommen. Und da sind wir dann in Bellund, eine Stadt, die fürs Legoland gemacht scheint. Also da findet man wirklich lange Strecken irgendwie an Hallen und was auch immer vorbei. Das ist da wirklich riesengroß, das ganze Legoland und das, was drumherum gebaut ist. Also hier ist das Legoland jetzt. Und so fuhren wir eine Weile durch das ganze Legoland-Gebiet und suchten für ein Erinnerungsfoto den Haupteingang mit dieser großen Lego-Skulptur. Aber wir sind leider vorbeigefahren und hielten dann halt Ausschau nach irgendwas Gutem, wo man ein schönes Erinnerungsfoto machen kann. Hotel Legoland. Wir wollen ja irgendein Lego-Foto machen. Und da wir nicht wissen, wo der Haupteingang ist, gibt es vom Legoland Hotel halt eins. Hier ist viel Lego drauf. Ja, die ersten Seufzer konnte man dann schon hören bei dem einen oder anderen, wenn man dann absteigt und 250 Kilometer auf dem Popo hat vom Sattel. Also Legoland. Und dann, wir sind vorbeigefahren an dem Haupttor. Wir haben jetzt genau 4:40 Uhr. Da hat man eben gerade gesehen, die ersten machen schon Powernapping auf dem Rad, Kopf auf dem Lenker ablegen. Und so minimal Sekundenschlaf in der Hoffnung auf etwas Erholung. Von 36 Kilometer bis Checkpoint 4. Aber in Esbjerg werden sich einige auf den Rasen legen, damit wir auch wieder eine lange Pause haben. Und werden dann im Rasen in der Sonne am frühen Morgen schlafen. Und es geht weiter für uns. Alle noch ein bisschen erschöpft, also so ein bisschen ist man, da hat man so ein kleines Tief, ist müde. So mit dem Essen ist dann auch nicht mehr so viel. Also dem Körper verlangen wir ja weiterhin die Leistung abzufahren. Zwar nicht mehr so rasant und schnell. Wir haben jetzt auch einen Teil, wo es sehr flach ist. Aber so machen wir Kilometer um Kilometer. Und wissen, die Sonne kommt hoch, es wird wieder wärmer und wärmer und weckt wieder die guten Geister in einem. Wir haben nun 20:06 und
und die Sonne kommt aus den Wolken hoch. Das wird also nicht mehr lange dauern und wir werden einen wunderschönen Sonntag heute bekommen. Also nicht Sonntag, sondern Sonnentag. Es soll schön warm werden. Können wir alle Klamotten wieder ausziehen und wegpacken. Und wir haben jetzt noch 10 Kilometer knapp bis zum Checkpoint Nummer 4 und haben dann irgendwie 280 Kilometer. Da sieht man auch so, einige Fahrer schaffen das ja selbst nach so vielen Kilometern immer noch ziemlich tief auf dem Lenker zu liegen. Denen macht das ja nicht so viel aus in der Lendenwirbelsäule, da diese tiefe Haltung zu behalten. Und andere müssen sich dann doch ein bisschen mehr aufrichten, haben dann ein bisschen mehr Winddruck auf dem Körper. Und so geht der Trek für uns weiter und weiter Richtung nördlichsten Punkt der Tour, Kontrolle Nummer 3. Erster Stempel-Checkpoint. Die Schnellen sind schon da. Oh. On the street. And the time, 6 o'clock. Yes, yes. Could you write the times? Ja, das Weiß muss noch oben in das Feld 1 und die Zahl 6 oder 7 ins Feld 2. Das haben wir dann gemerkt. Muss ich dann immer mal, wenn ich einen Stift habe, da noch reinschreiben in die analoge Brevetkarte. Wir sind dann, wie Carsten schon beim Start angekündigt hat, hier dann weitergefahren auf dem Track. Da gab es eine Bäckerei. Da waren wir dann früh am Morgen, die hat schon aufgehabt. Da haben wir dann auch wieder eine etwas längere Pause gemacht. Und hier puzzle ich dann mein Dahl raus, dass ich einen 250, das sind ja über 250 Kilometer mit mir mitgetragen habe, die ganzen Berge hochgeschleppt habe. Aber es wird sich für mich lohnen. Dann esse ich kaltes Dahl. Ja, ein Teil, der bei der sah das und sagte, oh, ich bin neidisch. Da merkt man ja gleich so, das ist halt nicht wie Brötchen und Zucker. Das ist irgendwie dann doch immer das Gleiche. Irgendwann verwehrt einem der Körper, das essen zu wollen. Und dann sowas Basisches irgendwie, ja, das passt dann. Und es wird mir richtig gut tun. So, das ist Dahl, Linsen mit Kartoffeln und Möhrchen. Das ist man normalerweise warm. Dahl ist das. Das ist geil. Das ist geil, ne? Also das schmeckt auch geil. Ja, willst du was abwarten? Hast du einen Löffel? Dann frag mal drin, ob du einen kriegst. Dann kannst du was sagen. Also ich werde diesen Topf dann so zu 2 Mahlzeiten aufbrauchen und danach mich immer ein bisschen besser fühlen. Oh, da kommt ein großer Trupp. Ist das Thomas oder? Hier kommt da. Ach, die kommen da. Kommen die denn her? Wir hatten uns ja noch ein paar Brötchen besorgt hier beim Bäcker. Das war jetzt ein paar Meter weiter als beim Checkpoint. Nun kommen die da rum. Ja, so kurz vor 7,
Knappe 190 Kilometer, fast 13 Stunden jetzt seit dem Start vergangen, also Pausen und die Zeit auf dem Rad. Und jetzt geht's rüber an die Nordsee, das restliche Stück, das sind nur 45 Kilometer, dann sind wir in Esbjerg. Und dann geht's runter in den Süden. Es wird sehr, sehr warm heute, also noch friere ich ein bisschen, weil wir auch da gerade draußen beim Bäcker saßen. Und nachher werden wir alle schwitzen. In 2 bis 3 Stunden wird das richtig schön warm hier. Ach ja. Und dann werden wir auch genug von der Ostsee sehen. Geht mal immer wieder runter, dass man die See auch sieht. Ganz nah ans Wasser. Ja, mit der Temperatur, es sieht auf der Karte denn so schön aus, so feuerrot oder tieforange. Aber so heiß wird es dann leider doch nicht werden. Einige werden vielleicht sagen, ja, ganz gut, dass es nicht so heiß ist, denn Sport in der Hitze ist ja dann doch nicht so angenehm für einige. Aber es wird dann doch nicht so heiß werden. Und da kam dann doch diese andere, zweite, größere Gruppe. Haben uns da jetzt also bei Checkpoint Nummer 3 wieder getroffen. Haben die dann eingeholt und sind wieder zusammengefahren. Das waren jetzt genau, ich habe mal einmal durchgezählt dabei, sind wir wieder mit 18 Leuten unterwegs. Und so merken wir alle auf dem Rücken die ersten guten Sonnenstrahlen. Und fahren durch ein schönes, erwachendes Dänemark mit blauem Himmel. Auf einem gut ausgesuchten Track. Man sieht so schmale kleine Feldwege, gut geteert. Halbzeit, also ein Tick über 300, haben also kurz nach 7 Uhr, 13 Stunden, 15 Minuten haben wir dafür gebraucht. Insgesamt werden wir ja 30 Stunden brauchen, also die Pausen nachher werden dann immer mehr und mehr oder länger, sodass wir also noch zeitmäßig nicht bei der Hälfte sind. Aber die Distanz ist jetzt zur Hälfte knapp geschafft. Oh, wieder verboten. Das ist jetzt Varde, wieder eine größere Stadt in Dänemark. Da rauschen wir schön durch. Weiter in Richtung nach Esbjerg. Da wo diese weißen großen Männchen am Strand stehen und aufs Meer gucken.
so fahren wir so früh am Morgen an einem Samstag, haben wir jetzt ja durch die kleinen Städte oder größeren Städte in Dänemark. Alles noch verschlafen, kaum was los, nur vereinzelt mal ein Auto. Weißen Statuen, ne 4. Also die 4 Statuen, die aufs Wasser schauen. Wir sind jetzt mitten im Esbjerg. Der Mensch am Meer heißt diese Skulpturengruppe. Die sind 9 Meter hoch und ist so ein touristisches Highlight dort in Esbjerg. Ist da übrigens die größte Stadt an der Seite in Dänemark. Eine alte Industrie- und Fischer- und Hafenstadt. Nun geht es hier nochmal im Zickzack durch den Hafen. Carsten meint, den müssen wir nochmal sehen. Denn wir waren eigentlich schon am Checkpoint. Und nun fahren wir noch die Schleife hier. Ja, am Hafen gibt es so Fischerhütten oder so kleine Fischgeschäfte, aber die hatten leider alle noch geschlossen. Sonst hätte sich der ein oder andere da sicherlich so ein Fischbrötchen gekauft. So sind wir jetzt an Kontrolle 4 in Esbjerg nach 330 Kilometern. Checkpoint Nummer 4 in Esbjerg. Wieder eine Circle-Tankstelle. Zweiter Stempel. Nur hatten die gar keinen Stempel, hat sie irgendwas draufgeschrieben. Und genau, es gab einen Supermarkt gleich gegenüber. Und dann sind wir da also zum Supermarkt rüber gegangen. Einige haben sich da was gekauft. Und dann haben wir uns da auf den Rasen gelegt. Einige haben wirklich so ein bisschen Powernapping gemacht. Und dann haben die Körper etwas ruhen lassen. Ein paar andere haben sich dann da von der Tankstelle auf die Mauer gesetzt. Und wir haben alle gefrühstückt. Hier nochmal die Einblendung der Gruppen. Also Nummer 5 ist dann ja, das war eine Person in Flensburg in den Zug gegangen. Und dann ging es weiter. Eine Gruppe da, die 4, die bleibt dann immer so ein bisschen weiter hinterher. Während die anderen Gruppen alle oben sich tummeln, da 1 bis 6 kann man nur sehen. Sieht man doch, dass man da also zu Nummer 4 doch schon einen ordentlichen Abstand hat. Und im nächsten Teil geht es dann weiter runter diesen ganz langen Schlag nach Friedrichstadt. Das ist also über 170 Kilometer lang. Und da freut euch dann auf den 4. Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.